Heute, da geht es mal darum, mit der DJI Mini 3 Pro ein bisschen Geld zu verdienen. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass wir mit dem Autohaus zusammen mal eine Idee hatten, nur mit der Drohne, also nur mit der DJI Mini 3 Pro, einen kleinen Imagefilm zu produzieren und eigentlich nur die Aufnahmen aus dieser Drohne verwenden, natürlich mit ein bisschen Off-Text und so weiter und so fort. Leider ist mir die Drohne hier zweimal in diesem Autohaus gecrashed. Warum das so war, was ihr so an Tipps mitnehmen könnt, wenn ihr sowas Ähnliches mal vorhabt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Es hat richtig Spaß gemacht, hier auch mal mit der Drohne nach oben zu fliegen. Doof ist natürlich gewesen, dass es relativ windig ist und relativ hoher Wind sorgt natürlich dann bei einigen Aufnahmen auch schon dafür, dass die Drohne nicht so genau gesteuert wird, gerade wenn du durch so eine enge Lücke durch musst oder irgendwo vielleicht mal am Fenster vorbei. Da musst du natürlich aufpassen, dass keine Windböe kommt und so ist dann auch der erste Crash hier mit der DJI Mini 3 Pro entstanden. Und zwar war es der Fall, dass ich durch die Eingangstür fliegen wollte. Eine Tür war zu, die andere Tür war offen. Das war sozusagen so ein Bereich, ist eigentlich gar kein Problem, wenn man dann sozusagen alles beachtet und die Hinderniserkennung ausschaltet. Aber falsch gedacht, denn ich wollte direkt durch den Eingang mit der Mini 3 fliegen und es kam eine fette Windböe. Das heißt, das hat die Flugrichtung so beeinflusst, dass die Mini 3 nicht mehr in der Mitte von der Tür durchgeflogen ist, sondern seitlich an der Tür dann direkt rangeflogen ist, natürlich mit dem Propeller rangekommen und runtergefallen. Nichts kaputt, zum Glück, die DJI kann sowas eigentlich relativ entspannt ab, wenn es nicht aus großen Höhen passiert. Also das waren jetzt so 1,5 Meter an Höhe, wo die DJI dann runtergestürzt ist. Zum Glück nichts passiert, wunderbar und ideal. Ich habe dann auch nochmal die Tür wieder aufgemacht, das heißt die zweite Tür wieder aufgemacht und einfach einen größeren Radius zu haben, damit die DJI Mini 3 durchfliegen kann. Was ist jetzt passiert? Das ist ein komisches Phänomen und wenn ihr vielleicht mehr wissen solltet, wie man dann die DJI Mini 3 steuern kann, dann schreibt es hier gerne in meine Kommentare. Für mich war das ein Riesenphänomen und ich weiß bis heute noch nicht, was da passiert ist. Also, Vorfall, die Mini 3 fliegt durch diese Tür rein in das Autohaus und ist dann im Autohaus drin. Dann verliert sie komplett die Steuerung, das heißt, ich konnte nichts mehr machen. Meine Steuerknüppel haben sozusagen nichts gemacht, die Drohne hat nicht reagiert. Sie flog geradeaus zum Empfang hin auf ein Schild bzw. auf die kleine Wand hinzu, ist dann an diese Wand geflogen und komplett abgestürzt bzw. gecrashed. Und da weiß ich nicht bis heute, wie das passieren kann. Entweder ist es so, dass der GPS-Empfang von außen dann nicht mehr funktioniert, wenn die Drohne direkt reingeflogen wird in den großen Metallkäfig und die Steuerung sozusagen noch im Außenbereich ist, weil die Steuerung der Drohne, ich war ja draußen und die Drohne war drin in diesem Metallkäfig. Das ist die einzige Lösung, die ich mir so ein bisschen vielleicht überlegt habe, wie es passieren kann, dass sozusagen die Drohne in diesem Metallkäfig drin war und die Steuerung im Außenbereich, dass da sozusagen eine Verständigung nicht mehr stattgefunden hat. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Wenn ihr da mehr wisst, sehr gern hier in die Kommentare, da würdet ihr mir sehr, sehr weiterhelfen, weil wie gesagt, ich kann mir das so ein bisschen nicht so doll erklären, weil eigentlich müsste die DJI ja normalerweise weiterfliegen. Ist aber nicht passiert. Zum Glück ist auch nichts passiert. Crash Nummer 2 ist dann auch nochmal gut gegangen. Was ich dann aber nicht mehr gemacht habe, ich habe es nicht mehr versucht, mit der Mini 3 durch dieses Tor zu fliegen. Da hatte ich dann die Nase voll, weil man sagt zwar, alle guten Dinge sind drei, aber ich denke mal, ich wollte es nicht drauf ankommen lassen, dass ich dann doch noch mit einer kaputten Drohne nach Hause gehe und in diesem Fall wollte ich es einfach nicht mehr riskieren und habe es dann sein gelassen, bin an eine andere Location und habe dann weitergemacht. Für alle, die es interessiert, was musst du jetzt eigentlich beachten, wenn du in einem Autohaus drehst? Natürlich ist hier dann direkter Kundenverkehr. Du kannst nicht einfach ein Autohaus zumachen, um jetzt mal pauschal einen kleinen Imagefilm zu drehen. Du musst natürlich aufpassen, dass die Kunden dir sozusagen nicht durch die Drohne laufen oder dass irgendwas in Bezug auf vorhandene Schilder oder Kanten bzw. Pfosten hier passiert. Deswegen solltest du natürlich erstmal den kompletten Raum abscannen. Das heißt praktisch, guck dir das Autohaus an, wo hängen Schilder, wo könnte was passieren, wo sind vielleicht Ecken, die du mit der Drohne nicht so einfach abfliegen kannst. Des Weiteren kannst du natürlich dann auch im Autohaus am Empfang und vorne an der Tür verschiedene Zettel anbringen, wo du dann beschreibst, dass hier Filmaufnahmen mit der Drohne stattfinden und dass man vorsichtig sein soll. Natürlich ganz wichtig, du brauchst natürlich auch für deine Drohne eine Haftpflichtversicherung. Die sollte natürlich erweitert sein auf verschiedene Objekte. Wenn hier mal was passieren sollte mit der Drohne, klar, sie fällt mal auf dem Auto runter, beziehungsweise irgendwie passiert was mit Mitarbeitern oder anderen Dingen,
fliegen, dann musst du natürlich versichert sein. Deswegen aufpassen, immer schön eine gute Haftpflichtversicherung für deine Drohne haben. Ganz großes Manko ist natürlich, dass dieses Autohaus komplett aus Metall ist. Das heißt, ein Metallkäfig ist hier ringsrum gebaut. Du hast drinnen im Autohaus kaum GPS-Empfang bzw. gar keinen GPS-Empfang. Das kann natürlich die Steuerung von deiner Drohne mächtig behindern. Hat es bei mir auch. Du solltest natürlich darauf achten, dass du ohne GPS-Empfang auch zuverlässig fliegen kannst. Das geht. Und das ist auch vernünftig zu handeln. Aber man muss sich halt seelisch und moralisch wirklich darauf vorbereiten. Ganz wichtig, wer so eine Sache auch noch machen möchte, du brauchst natürlich die Genehmigung der Personen, die hier sozusagen beschäftigt sind und gleichzeitig auch rumlaufen, die du dann auf deiner Kamera bzw. auf deiner Drohne aufnimmst. Das ist auch ganz wichtig, dass die da zustimmen, dass die für kommerzielle Werbung sozusagen hier ihr Gesicht hinhalten. Wenn du das alles hast, dann bist du eigentlich im sicheren Bereich. Dann solltest du natürlich noch mal im Umfeld gucken. Mit deiner Drohne fliegst du natürlich nicht nur übers Autohaus, sondern du brauchst auch mal einen Shot von links, du brauchst auch mal einen Shot von rechts. Damit überfliegst du natürlich wieder nicht Privateigentum, sondern anderes Gelände, dass du da vorsichtshalber auch mal mit der Wohngesellschaft oder denjenigen telefonierst, die dafür zuständig sind, dass da sozusagen kein Stress im Nachhinein kommt. Dann bist du durch, dann kannst du anfangen und so machen wir es auch. Ist natürlich eine Sache, wo du dich vorher mit dem Kunden hinsetzen musst und mit dem Kunden reden musst. Was will er denn eigentlich haben? Will er über sein Autohaus dies und das haben? Das ist ganz wichtig, dass du das im Kopf weißt, was hier sozusagen gedreht werden soll. In meinem Fall war das sozusagen die Größe des Autohauses, die Angebotsvielfalt und natürlich auch der Service. Das sollte sich dann im Imagefilm widerspiegeln. Und genau daraufhin haben wir dann auch gedreht im Autohaus und hier natürlich auch in den Außenbereichen. Im Nachhinein kann ich wieder sagen, dass auf die DJI Mini 3 Pro auch im professionellen Bereich richtig gut Verlass ist. Sie hat ihren Job gemacht. Das mit der Steuerung und mit den beiden Crashs, das nehmen wir jetzt mal raus. Das kann natürlich auch an mir oder an verschiedenen Einflüssen hier gelegen haben. Gleichzeitig habe ich 2,5 Stunden gesamt gedreht mit der DJI Mini 3. Das ist natürlich nicht 2,5 Stunden in der Luft, sondern man muss natürlich auch mal die Locations wechseln. Man muss sich anschauen, wie man jetzt fliegt und. Das heißt, man muss die Drohne landen, dann steigt die Drohne wieder und so weiter und so fort. 2,5 Stunden, 4 Akkus sind hier draufgegangen, circa 1,5 Stunden Bildmaterial habe ich dann mitgenommen. Man muss sich vorstellen, für gut 1 Minute Imagefilm, aber man will vielleicht auch noch was für spätere Zeiten übrig haben oder den Film erweitern. Man braucht vielleicht noch andere Dinge. Und deswegen, wenn man Zeit hat, lieber einfach mal alles drehen und dann hat man bei schönem Wetter immer vernünftige Bilder. Das Einzige, was ich bei der DJI Mini 3 Pro festgestellt habe in der Nachbearbeitung, ist natürlich klar, die hat bei 4K eine super Schärfe, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS, kein Problem. Aber wenn du in die Bilder reincroppst, kannst du das natürlich nicht zu sehr machen. Das heißt, die Bilder vergrößern im Schnittprogramm ist dann auch schon grenzwertig, weil hier merkst du dann wirklich die Aufnahmegrenzen von der DJI Mini 3 Pro und den 4K. Hier wird es dann langsam verkrisselt und undeutlich vom Bild. Da ist natürlich die R2S ein bisschen besser mit den 5,7 oder 5,2K, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die hat natürlich dann eine deutlich bessere Bildauflösung. Da kannst du auch mal reinkroppen in 4K. Da passiert noch nicht allzu viel in Sachen Bildqualität und Bildauflösung. Das ist bei der DJI Mini 3 Pro noch nicht so richtig gewährleistet. Also wenn du da richtig reinkroppen möchtest in die Bilder, dann solltest du das lieber nicht tun. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen meine Arbeit hier am und im Autohaus ein bisschen näher bringen konnte. Wer irgendwann mal das Gleiche tun sollte, beziehungsweise an öffentlichen oder privaten Gebäuden, beziehungsweise in privaten oder öffentlichen Gebäuden unterwegs sein sollte, der kann vielleicht aus diesem Video ein paar Informationen mitnehmen. Was ich auf alle Fälle in Zukunft machen werde bei Innenflügen, ich hole mir im Zubehör noch diese Propellerschützer, die man dann sozusagen an die Mini 3 Pro ranmachen kann, weil das macht natürlich richtig Spaß. Da kannst du auch mal irgendwo anecken. Da ist nicht gleich der Propeller direkt an der Kante dran und die Drohne stürzt ab. Da hat man dann einen Rundumschutz. Das nehme ich mir auf alle Fälle mal vor, dass ich das im Zubehör bestelle. Ich habe es euch mal hier in der Videobeschreibung verlinkt, wer es ebenfalls braucht. Und gleichzeitig gibt es natürlich knapp nochmal 100 Mal Zubehör, was ich euch rausgesucht habe hier in den anderen Videos. Das könnt ihr jetzt mal in der Videobeschreibung abchecken. Ansonsten, wer Interesse haben sollte, jetzt im Anschluss gibt es nochmal den fertigen Film, den ich dann sozusagen auf gut 1 Minute produziert habe. Der Kunde ist zufrieden, er war begeistert, das freut mich natürlich, da haben wir sozusagen alles richtig gemacht in der Beziehung und so muss es auch sein, dass man sich ordentlich abspricht, dann umsetzt und die Umsetzung natürlich auch eine wunderbare Geschichte ist und ist der Kunde zufrieden. Du hast ein bisschen Geld verdient mit der DJI Mini 3 und alles ist fröhlich und ich sage schon mal Tschüss, bye bye und winke, winke, sehr gern bis zum nächsten Video und damit schauen wir uns jetzt nochmal den Imagefilm an. In diesem Sinne,
Viel Spaß! Willkommen in einem der größten Hyundai-Showrooms in Europa. Willkommen bei der ASL Lichtnau GmbH, Ihrem größten Hyundai-Händler hier in Berlin und Brandenburg. Egal ob Jahreswagen, Gebraucht oder Neuwagen, bei uns gibt es das passende Angebot, denn auch in der neuen Mobilität von elektro- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sind wir Ihr Spezialist für Beratung, Kauf und Service. Übrigens auch nach dem Kauf ermöglichen uns eine eigene mit Spezialwerkzeugen ausgestattete Fachwerkstatt, eine Karosserieabteilung sowie eine moderne Lackiererei alle an Ihrem Fahrzeug anfallenden Arbeiten kostengünstig und fachgerecht durchzuführen. Egal ob Pkw, SUV, Lkw, Mietwagen, Nutzfahrzeug oder Basis für Ihr Wohnmobil, egal ob Benziner, moderner Diesel, Hybrid, reines Elektrofahrzeug oder moderner Brennstoffzellen-SUV, wir sind mit 70 geschulten Mitarbeitern und unschlagbarem Service Ihr Hyundai-Partner mit Standorten in Potsdam und Teltow. Schauen Sie gern bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.